Everyone, Hallo zusammen. I will start with a silent word of prayer. Ich werde mit einem stillen Gebet beginnen. Amen. Amen. So, in our last class, we started to consider the simple and the complex. In unserem letzten Unterricht haben wir angefangen, das Einfache und das Komplexe zu betrachten. So, if you remember, we were looking at the challenge of the two information streams. Und wenn ihr euch daran erinnert, haben wir uns an die Herausforderung der zwei Informationsströme betrachtet. And besides our worldview changing, Und neben dem Fakt, dass unsere Weltanschauung sich verändert hat, we also saw that we have to change the way how we approach information. haben wir auch gesehen, dass wir die Art und Weise verändern müssen, wie wir die Informationen angehen. So we can consider that the external information or internal information. Wir können das betrachten als die interne Information oder externe Information. And we said in previous times we were considering things in a simple manner. Und wir haben gesagt, dass früher haben wir die Sachen von einer einfachen Art und Weise We betrachtet. were called to consider them in a complex manner. Und seit einer längeren Zeit schon werden wir herausgefordert, die Sachen von einer komplexeren Art und Weise zu betrachten. What were we doing? We looked at here at this picture. Wir hatten uns dieses Bild hier angeschaut, The two ditches. die zwei We Gräben. saw in the right ditch you approach things in a simple way. Und wir haben gesehen, dass im rechten Graben man die Dinge von einer einfachen Art und Weise betrachtet. Und wenn unser Ruf war, dass wir auf die linke Seite We gehen, saw people going too far left. haben wir gesehen, dass Leute zu sehr auf die linke Seite gegangen sind. And my suggestion was that the reason why people go too far left so easily Und mein Vorschlag war, wieso dass Leute so einfach auf die linke Seite, zu sehr auf die linke Seite gehen, because things from a simple way. weil sie diese Dinge ebenfalls von einer einfachen Art und Weise betrachten. We looked at this picture here, Wir hatten uns dieses We know Bild we're hier right in front of the angeschaut. Wir wissen, wir befinden uns which kurz would vor be dem the Sonntagsgesetz, 144,000 to show fruits. welches die Wegmarke ist, kurz vor dem Sonntagsgesetz, wo wir Früchte zeigen sollten. So then we went a little bit to the external, Dann sind wir ein bisschen zum Externen gegangen. and I asked why is there this escalation of demonstration of the two information streams external? Und dann habe ich gefragt, wieso ist da diese Eskalation der zwei Informationsströmen extern? What was driving the whole thing? Was hat dieses ganze Ding So we verursacht? considered the past a bit, Und somit haben wir ein bisschen angefangen, die Vergangenheit zu betrachten. and we saw that here the Culture War begins, Und wir haben gesehen, dass hier der Kulturkrieg beginnt. and with the Culture War beginning, we also see new tools with which the Culture War could be fought with. Und wie nun der Kulturkrieg angefangen hat, haben wir auch gesehen, dass es neue Werkzeuge gibt, mit denen der Kulturkrieg gekämpft werden kann. And we see also a right-wing news outlet. Wir sehen auch eine rechtsflügelige So in our last Zeitung. class, we looked a little bit, where does this
Culture War come from? In unserem letzten Unterricht haben wir ein bisschen uns betrachtet, woher kommt dieser Kulturkrieg? So we looked before 1989. Und somit haben wir vor 1989 geschaut. And we saw the activism of the moral majority. Und wir haben den Aktivismus von der Moral Majority gesehen. And what caused that activism? Und was diesen Aktivismus verursacht hat, these three movements, waren diese drei Bewegungen, which challenged patriarchy, welche den Patriarchismus herausfordern, challenged society and the system, aber auch die Gesellschaft und das System. And they were successful. Sie waren erfolgreich. And then we see the counter-reaction. Und dann sehen wir hier die Gegenreaktion. And now, what was left over from this history? Und was jetzt hier von dieser Geschichte noch übrig geblieben ist, society will have to decide now on what side of history they want to stand. Und da muss sich jetzt die Gesellschaft entscheiden, auf welcher Seite sie stehen wollen. Okay, so I want to go back. Also ich möchte zurückgehen. Between the simple and the complex. Zurück zum Einfachen und Komplexen. So the simple, we said, it's plain reading, it's literal application. Also wir haben beim Einfachen haben wir gesagt, es ist buchstäbliches Lesen und einfache Anwendung. We said is parables, context and lateral reading. Und beim Komplexen haben wir gesagt Gleichnisse, Kontext und im Kontext lesen sozusagen. Und dass man sich tiefer in die Quelle einliest sozusagen. So, what did you find out? Was habt ihr herausgefunden? About the simple and the über das Einfache und das Komplexe. Gail? Gail? Also ich erinnere mich an die Linie von Elder Tess. So that as simple looks like as comfort. Also wo Tess gesagt hat, Dinge, die einfach aussehen, sind komfortabel. For example, would be Saturday versus Sunday. Zum Beispiel Sabbat versus Sonntag. Simple is not bad. Und das Einfache ist nicht schlecht. It becomes easy to twist it or distort it. Aber es wird einfach, es zu verdrehen oder ja, die Sachen zu verdrehen. Significado verdadeiro and we start giving it a false or unnatural picture. Und man fängt an, ein verzerrtes Bild zu bekommen. And so just to complete that, for example, we look at Christ. Um dieses Beispiel zu vervollständigen, schauen wir uns Christus an. Christus ist gekommen, um die Römer zu zerstören. Er kommt als ein Kämpfer. De uma forma simples, iríamos pensar nele vindo como guerreiro, he comes to destroy enemies, to bring peace. Er kommt, um seine Feinde zu zerstören und Frieden zu bringen. Das war einfach. Und dann habe ich mich an Jeremia 6, Vers 14 erinnert. Wo es gesagt wird, da ist Frieden, aber da gibt es keinen Frieden. Und somit bin ich zum Komplexen gegangen. So don't give the microphone away. Also bitte gib das Mikrofon nicht weg. Write down what you found. Weil ich möchte hinschreiben, was du gefunden hast. So go ahead. Also mach weiter. Primeiro nós colocamos conforto
What do you mean by comfort? Was meinst du bei diesem Bequemen? Sunday versus Saturday worship. So it, Also Sabbat versus Sonntags. because it's comforting to your own worldview and thinking. Right? Also weil es komfortabel ist zu deiner eigenen Weltanschauung und deiner eigenen Denkweise, okay? Then we have the good thought or the truth. Dann haben wir die... It takes you out of the true meaning. Dann haben wir die verzerrte Wahrnehmung und die führt dich zu einem falschen Verständnis. Und da habe ich dieses Beispiel, wo sie denken, dass Christus als ein Krieger kommt. Und wenn man dann sieht, dass es eigentlich keinen Frieden gibt. Also dieses einfache Lesen would say coming to a wrong conclusion? Also somit kommt man zu einer falschen Schlussfolgerung. Können wir das so schreiben? Like this, I think. Yeah. Ich denke so. Do you have input on the complex? Hast du noch Input? Hast du noch Input bezüglich dem Komplexen? Weil du hast uns jetzt über das Einfache was gesagt. Ich bin zu Daniel 41 gegangen, 11:41. Und da steht, dass viele überworfen werden an der Formulierung der Botschaft. Und wir haben gedacht, dass der radikale Feminismus etwas Einfaches ist, aber eigentlich ist es sehr komplex. But then I realized it was so complex that we went right back to January 2020 already in Uganda. Aber man kann zurückgehen zu Januar in Uganda und da hat der es bereits über Feminismus gelehrt. Und da hat man verstanden, dass es ums Komplexe geht. So, what do you want me to write down for the complex? Also was möchtest du, dass ich hinschreibe beim Komplexen? Dass man dieses Überworfenwerden am Sonntagsgesetz versteht. So, here we are trying to understand more what the methodology is like. How does it function? Also hier versuchen wir mehr zu verstehen, wie die Methode funktioniert. Wie funktioniert dieses Komplexe? So if I write down the overthrow of Daniel 11 verse 41, it wouldn't fit what we're trying to do. Also wenn ich jetzt hier hinschreiben würde, dann die Überwerfung von Daniel 11 Vers 41, würde das nicht hier hinpassen. But do you think anything about the methodology you would like us to add here? Aber gibt es irgendetwas über die Methode, die du möchtest, dass wir da noch etwas hinzufügen? Okay. Input. Just one thing I want to add that I've seen is all you see is not all there is. Also ich werde darüber nachdenken und nochmal auf dies zurückkommen, aber etwas, das ich noch sagen wollte, ist, dass alles, was man sieht, ist nicht alles, was da ist. Dann werden wir das auch noch hinschreiben. Oh, there. Yeah. Alles, was da du siehst, ist nicht alles, was da ist. If we have this for the complex, wenn das hier beim Komplexen steht, what could we write down for the simple? Was könnten wir dann beim Einfachen hinschreiben? What do you think, Rosie? Was denkst du, Rosie? In English, I think if I understood her correctly, all you see is all there is. Also wenn ich sie richtig verstanden habe, hat sie gesagt, alles, was du siehst, ist alles, was da ist.
Good. We have a direct contrast. Also wir haben hier einen direkten Kontrast. Okay. A quick question. We put down lateral reading. Eine kurze Frage. Wir haben hier hingeschrieben, dieses Querlesen. Can someone remind us what lateral reading is? It's not literal reading, it's lateral reading. Kann uns jemand daran erinnern, was es ist? Das ist nicht buchstäbliches Lesen, sondern so Querlesen. Can someone give us some input? Oder seitliche Lesung. Kann jemand uns Input geben? Was bedeutet das denn? Rosie? A leitura que você faz paralela a outra leitura que você está vendo. Você busca outras informações a respeito daquela. So it's parallel reading that you do with other information. So you gather your information and you put together with other information. Also du hast Informationen und du tust diese Informationen zusammen mit anderen Informationen. Das ist wie so Querlesen oder seitliches Lesen. Filtrarmos as fake news. This is one of the methods for us to filter fake news. Das ist eine der Methoden, die uns helfen, Informationen herauszufinden. Ter certeza de que aquele fato que está sendo mencionado. Reading allows us to look at this fact, which is stated in a article, for example. Also diese Art und Weise zu lesen hilft uns, Informationen herauszufinden, und zum Beispiel bei einem Artikel. Und es hilft uns, vertrauenswürdige Informationen zu bekommen. Gail, did you have a hand up before? Danke, Gail, hattest du eine Hand? Also dieses Querlesen, da tut man nicht nur das Einfache von der Geschichte lesen, sondern tut auch die Geschichte in Betracht ziehen. So when I take both answers, also wenn ich jetzt beide Antworten nehme, lateral reading is to not stick to one source. Also Querlesen bedeutet, dass man sich nicht nur an eine Quelle festhaltet, but to support the one source. Sondern dass man noch andere Informationen einholt, die diese Quelle unterstützen. And it's also looking for more context. Und es geht auch darum, dass man mehr Kontext findet, spezifisch historischen Kontext. Richtig? And Rosie mentions that this is a great tool to look for fake news. To see. Rosie hat vorgeschlagen, dass das ein großartiges Werkzeug ist, um nach Fake News Ausschau zu halten. Rosie? Sí, claro. Eu vi que sobre o simples. What I saw about the simple. Also was ich über das Einfache gesehen habe, We can look at John the Baptist's story or history. Da können wir uns die Geschichte von Johannes den Täufer betrachten. The simple. Das Einfache. Zacharias prophecy. Und die Prophezeiung von Zacharia. Luke 1:16. Ich glaube, das ist Lukas 1, Vers 16. João Batista, ele traz uma história simples. In John the Baptist, he brings a simple story. Und Johannes der Täufer bringt eine einfache Geschichte. Não seria simples.
Aber eigentlich sollte das halt nicht eine einfache Geschichte sein. Wenn Jesus kommt, muss er all das Durcheinander aufräumen. E nós temos também 2014. Wir haben auch 2014. Com todos os eventos que aconteceram em 2014. All diese Ereignisse, die 2014 stattgefunden haben. Acho que foi de 2014 a 2021. I'm not sure if it was 2014 or 2021. Also ich bin mir nicht sicher, ob es 2014 war oder 2021. Es war dazu da, uns auf Sonntagsgesetz vorzubereiten, welches das Komplexe wäre. Danke. Anyone else? Irgendjemand anderes noch? Okay. Good. Then we have a comment from Carla. Dann haben wir einen Kommentar von Carla. Questions like what it is, how it is, why it is, and what is it for are not usually answered satisfactorily in the simple model. Also Fragen wie, wieso ist es so, wann ist es so, wieso ist es so passiert, sind nicht Fragen, die normalerweise mit einer einfachen Methode beantworten können. Und zwar in einer guten Weise erklärt werden können. If you're a truth seeker, also wenn du nach Wahrheit suchst, or I think Tamina used to use the model of a gold miner. Oder Tamina hat dieses Modell von einem Goldgräber gehabt. Goldgräber, wenn du dich am Strand befindest. And you find jewels or gold nuggets on the surface. Und du Juwelen oder Goldnuggets an der Oberfläche findest. So he used to say that when in the Bible there's very many surface jewels. Und er hatte gesagt, in der Bibel gibt es sehr viele oberflächliche Juwelen. But many people find them. Aber viele Leute finden diese Juwelen. It's not just Adventism. Es sind nicht nur die Adventisten, also other churches. Sondern auch andere Gemeinden. But what we want to do, aber was wir tun wollen, what do we want to do? Was wollen wir tun? Gail. Gail. Gabriela says dig deeper. Gabriela hat gesagt tiefer graben. Okay, what do we do with the jewels what I found? Also was machen wir mit den Juwelen, wenn sie gefunden werden? Rosie? Rosie? Wir wollen den Schatz. Yes. We don't want to be like others. Wir wollen mal nicht so sein wie andere. The big treasure. Wir möchten diesen großen Schatz finden. Or the jewels, gold nuggets, which are underneath the surface. Oder die Juwelen oder Goldnuggets, die sich unter der Oberfläche befinden. And if you want to get these jewels, which are deeper in the ground, und wenn man diese Juwelen haben möchte, die tiefer im Untergrund sind, you will have to do some digging. Dann wirst du graben müssen. When you go to geology, und wenn du zu einem Geologen gehst, there are methods and ways to find gold and jewels. Da gibt es Methoden und Wege, wie man Juwelen finden kann. So we could use that the same when we approach the Bible. Und somit könnten wir das Gleiche machen, wenn wir die Bibel betrachten wollen. When we want to dig deeper, we also have rules.
Wenn wir in die Bibel tiefer graben wollen, dann haben wir ebenfalls Regeln. Or a method how to go about it. Oder eine Methode, wie wir da vorangehen. And it's like Carla says. Und es ist, wie Carla es gesagt hat. If we want to dig deeper and really answer questions. Wenn wir tiefer graben wollen und wirklich Antworten beantworten wollen. Jesus loves us all. Neben dem Jesus liebt uns alle. The simple won't be enough. Dann wird das Einfache nicht genug sein. We will have to approach things from the complex manner. Wir müssen die Dinge mit einer komplexen Art und Weise angehen. So, what I thought about as well. Also worüber ich ebenfalls nachgedacht habe. Is that the simple is you see just black and white. It's either good or bad. War, dass dieses Einfache entweder gut oder schlecht ist. So I write that down as well. Ich schreibe dies ebenfalls hier hin. And in the complex, what did we learn? Und dann beim Komplexen, was haben wir da gelernt, Gabriela? Oh, wir haben ein technisches Problem. Did you fall out the internet? Okay. Bist du aus dem Internet rausgefallen? Also wir haben einen der Übersetzer verloren. Just give us a moment. Bitte gebt uns kurz einen Moment. Sure. Something off with the microphone? Da ist in Ordnung mit dem Mikrofon. Background. Yep. Oh, we have an echo. Wir haben ein Echo. Ein Echo. You're back in? Ich bin zurück. Okay, we are back. Also wir sind zurück. So in the simple, we used to think in terms of black and white. Also in diesem Einfachen haben wir früher immer dieses Schwarz-Weiß-Denken gehabt. Entweder sind die Dinge gut oder schlecht. But as we are learning to think about it in a complex fashion, aber wie wir versuchen zu lernen, über die Dinge komplex nachzudenken, what happens to our black and white thinking? Was passiert da mit unserem Schwarz-Weiß-Denken? So Gail, one more time, the microphone. Gail. The black and white, you can see it's black or white. Also beim Schwarzen und Weißen kann man sehen, dass So es schwarz und weiß ist. Straightforward, so visible. Aber es ist nicht mehr so visuell, es ist nicht mehr so direkt. We lost the translator again, so just a moment. Also wir haben den Übersetzer wieder verloren, nur einen kurzen Moment. For me it shows that you're back. Bei mir zeigt es, dass du wieder zurück bist. We're good again? Können wir wieder weitermachen? Okay. Also Gail. Also es ist nicht mehr so direkt wie vorher. Hattest du einen Kommentar? What is black and white thinking? Was ist denn Schwarz-Weiß-Denken? It's easy. Es ist einfach. Rosie? Rosie? É que o que se está vendo é o que é. So what you see is what there is. Also was du siehst, ist alles, was da ist. Que preto no branco está claro ali.
aquilo que você está vendo. Black and white is just clear. Schwarz und Weiß ist einfach nur klar und es ist einfach das, was du siehst. Thank you. Gail? Gail? Document on a page, and it's always you're signing it. It's black and white. Just sign it. It's what you see. It's basically nothing's going to change on that document. Also wenn man einen Vertrag hat und man den Vertrag unterschreibt, dann ist das Dokument auch schwarz und weiß und es wird sich nicht verändern. Das ist alles, was man sieht, ist alles, was da ist. Was that a hand, Gabrielle? Did I say? Okay. Hast du eine Hand aufgestreckt, Gabriele? How fast can you Nein. see the black and white? Also wie schnell kann man diese Schwarz-Weiß sehen? I'm not looking for seconds or milliseconds now. Ich schaue hier nicht nach einer Antwort nach Millisekunden und Sekunden, aber wenn es jetzt um das langsame Gehirn und das schnelle Gehirn geht, was ist denn das Schwarz-Weiß-Denken? Es wäre die schnelle Art und Weise, Dinge zu sehen. Ja, es ist dieses schnelle Gehirn. So I want to write. Also ich möchte hier hinschreiben at black and white thinking, oder erwähnen, dass wenn man Schwarz-Weiß-Denken betrachtet, also, like, people think in absolutes. Da sagen sie online, dass Leute in Absoluten denken. Like always right, always. Also entweder ist es alles immer richtig oder immer falsch. And it's very clear what is good and what is bad. Und es ist sehr klar, was richtig und was schlecht ist. Also gut und schlecht. You can quickly decide in what category one fits. Und du kannst ziemlich schnell entscheiden, in welche Kategorie die Sachen reingehören. It's essentially what the fast brain does as well. Das ist das, was das schnelle Gehirn ebenfalls macht. So it takes about 10 seconds for us to categorize a person. Also es braucht ungefähr 10 Sekunden, um eine Person zu erkennen, die wir noch nie getroffen haben. Das ist Schwarz-Weiß-Denken. And then, what is the complex? Und dann, was ist das Komplexe? It's not so straightforward anymore. Wir haben gesagt, es ist nicht mehr so direkt mehr. Es ist nicht mehr so direkt. What do you need to do? Was musst du tun? Gabriela? You would need to sift information. Man muss die Information aussieben. Or when you're not so fast anymore, then. Oder wenn du nicht mehr so schnell bist, dann. You use your slower brain. Dann benutzt man sein langsameres Gehirn. Use your slow brain. Du benutzt dein langsames Gehirn. So the complex is to think in parables, context, lateral reading. All you see is not there, all there is. Slow brain. Also das Komplexe ist Gleichnisse, Kontext, dieses Querlesen. Alles, was du siehst, ist nicht alles, was da ist. Und langsames Gehirn. Question. Frage. Does complex mean complicated? Bedeutet komplex kompliziert? Gabriel? Gabriel? And Rosie first and then Gabriel? Also Rosie zuerst und dann Gabriel? No. Nein. Okay. Why? Wieso? Porque há uma diferença entre o complexo e o complicado. Also es gibt einen Unterschied. Es gibt einen Unterschied zwischen komplex und kompliziert. Eu não sei o significado na íntegra.
Also ich kenne nicht die Bedeutung, aber ich glaube, dass das Komplexe mehr diese Einweihung oder Widmung braucht. Es braucht mehr Zeit. Und das Komplizierte, das muss Gabriel erklären. That was good. Das war gut. Okay, Gabriel. Also Gabriel. Well, I'd say they go hand in hand. I think the complex is more complicated. Also ich würde sagen, das Komplexe und das Komplizierte geht Hand in Hand. So Rosie says now, no, they don't go together. And Gabriel says, yes, they go together. Also Rosie sagt jetzt, nein, die passen nicht zusammen. Und Gabriel sagt, die sind sehr eng zusammen. Was ist deine Begründung, wieso dass du denkst, dass die Dinge zusammenkommen? Also wenn wir jetzt ein einfaches Beispiel nehmen. Start analyzing, let's say, literature, advanced literature with little children. Also in der Schule tut man nicht. Reading, then maybe you learn a song or a poem together. Tut mir leid, das habe ich wegen der Internetverbindung nicht ganz verstanden. Later on, you might try to analyze it or to understand the deeper meaning behind it. Und man versucht, diese tiefere Bedeutung dahinter zu verstehen. Okay, thank you. Okay, danke. See what Gabriela has I would agree with Gabriel. Also ich würde mit Gabriel übereinstimmen. Recall even when LTS was giving a presentation. Aber ich erinnere mich daran, als LTS Präsentation gemacht hat. I remember her bringing up the World Wars. Dann haben sie sich die Weltkriege betrachtet. And how initially, for instance, we had understood raffia and helium as something just tanks coming in and invasion, and that was it. That was raffia and helium. Und wo wir angefangen haben, Raffia und Panium besser zu verstehen, mit den Kriegen und so weiter. But over time, we started seeing that it wasn't that straightforward. It was complicated to see the types of war that were happening and how raffia and helium would turn out to be. Aber wir haben mit der Zeit gesehen, dass die Dinge komplexer sind und Raffia und Panium nicht einfach nur Kriege sind. Man hat gesehen, dass es komplexer ist. So Gabriela takes us back to the wars. Also Gabriela nimmt uns zurück zu den Kriegen. It's an example to show that complex and complicated go hand in hand. Um aufzuzeigen, dass das Komplexe und das Komplizierte Hand in Hand geht. Rosie, are you changing your position? Rosie, veränderst du deine Position? Also ich habe die Bedeutung von komplex in Google recherchiert. Und es stimmt mit dem überein, was Gabriel und Gabriela gesagt hat. Also eben es stimmt damit überein, was Gabriel und Gabriela gesagt hat. Okay. Diz que é conjunto de coisas. É conjunto de coisas. Many things together. Mais ou menos coerentes.
Os componentes, eles funcionam entre si. Cujo the components work among each other. numa interdependência. Interdependently. Also die Dinge funktionieren zusammen sozusagen, Okay. intern und extern. So, did you see what Rosie did? Also habt ihr gesehen, was die Rosie gemacht hat? Where did she go? Wo ist sie hingegangen? She went to look for a dictionary definition, Sie hat nach einer Wörterbuchdefinition geschaut, which is quite helpful. welches ziemlich hilfreich ist. Okay, so I'm sorry. So Rosie wants to say something more. Also Rosie möchte noch mehr sagen. Numa apreensão muitas vezes difícil pelo intelecto. Numa apreensão muitas vezes difícil de entender. Oftentimes difficult to understand. Es ist oftmals schwierig zu verstehen für unser Intellekt. Was that now for the complex or complicated? Ist es jetzt für das Komplexe die Definition oder das Komplizierte? Komplex. Fürs Komplexe. So Rosie gave us the definition for the complex. Also Rosie hat uns die Definition für das Komplexe gegeben. So if you would go to the board. Also wenn wir hier zur Whiteboard gehen. When we take this, all you see is all there is. Wenn man das hier sieht, alles was du siehst, ist alles was da ist. We could look at the a figure maybe like this. Könnten wir uns eine Figur wie diese hier betrachten? So we have a block. Wir haben einen Block. And this is all we see. Oder ein Rechteck und das ist alles, was wir sehen können. So from the simple perspective, also von der einfachen Perspektive. You can see black and white what it is. Man kann schwarz-weiß sehen, was es ist. And this is comforting. Und das ist sehr bequem. We understood what it is. Wir haben verstanden, was es ist. The complex says, aber das Komplexe sagt, what if this is not all there is? Was ist, wenn es nicht alles ist, was da ist? Have you tried to go around that object? Hast du schon versucht, um dieses Objekt herumzulaufen? Maybe from a different perspective, it looks different. Vielleicht sieht es von einer anderen Perspektive auch anders aus. So, the complex would maybe go around. Und somit würde das Komplex vielleicht so sein. And see. Wenn man da herumläuft und dann sieht man. And you don't only see this one side. Man sieht dann nicht nur diese eine Seite, there are different sides. Sondern man sieht, dass es ja unterschiedliche Seiten gibt. Von welchen du lernen kannst. Die Internetverbindung war gerade nicht so gut. Komplex again would say, you come home. Internetverbindung ist immer noch nicht so gut. Es ist irgendwie stehen geblieben. Jetzt ist die Sprecherin rausgefallen. Will you pin again? Also wir sind zurück. So, sorry for the internet problems. Also es tut uns leid für die Internetprobleme. So the definition. Also die Definition. So Rosie's definition was quite nice. Rosie's Definition war ziemlich gut. The one I found for complex. Die Beschreibung, die ich gefunden habe für das Komplexe, was one of the definition was consisting of many different connected parts.
Eine Definition, die ich gefunden habe, war bestehend aus verschiedenen verbindenden Teilen. And the definition I found for complicated und die Definition, die ich gefunden habe für kompliziert, was consisting of many interconnecting parts or elements. Steht, dass es besteht aus verschiedenen Verbindungen miteinander und verschiedenen Elementen. And complicated are quite similar. Also komplex und kompliziert, das ist ziemlich ähnlich. It is not just one view you're approaching. Es ist nicht nur eine Art und Weise, wie man etwas anschaut. You approach different parts which are connected with each other. Sondern man sieht verschiedene Teile an, die miteinander verbunden sind. So if you can, this is quite a lot of theory. Also das hier ist ziemlich viel Theorie. But when you go throughout your day, aber wenn du durch deinen Tag hindurch gehst, try to incorporate that in your daily life. Dann versuch das in deinem täglichen Leben zu verbinden, mit einzubeziehen. Bevor ich mehr rede, Gabriel? Also eine Beobachtung, dieses Komplizierte hat auch eine negative Eigenschaft oder es wird so negativ angeschaut. Also man mag eine komplexe Operation haben. Aber während dieser komplexen Operation kann es auch Komplikationen geben. Und das kann Probleme verursachen. Also verstehst du dann, dass das Komplexe die positive Version vom Komplizierten ist? Also ich sage, Wörter können unterschiedliche Bedeutungen haben, aber das Komplexe, das hat ziemlich eine neutrale Art und Weise, aber das Komplizierte wird oft als negativ betrachtet. I don't know if I'm going off the topic, but I still have complex within it. Also ich weiß nicht, ob ich vom Thema jetzt abkomme, aber also wir sind einfach komplex in einem Menschen, als ein Mensch. Als Menschen sind wir sehr komplex. Weil wir haben das langsame Gehirn. Und dann haben wir noch die Emotionen. And that also tends to the complex situation. Und das neigt zu dieser komplexen Situation. Und dies verursacht Instabilität. Und tut auch unser Verhalten in uns auswirken. Also ich habe einfach aufzeigen wollen, dass die Menschen auch sehr komplex sind. So Gail is bringing now emotions into the discussion. Also Gail bringt jetzt noch Emotionen in die Diskussion. In what system do our emotions work? Mit welchem System funktionieren unsere Emotionen? Yes, like, how could I say that? Okay, yeah. In the context of these two now. Im Kontext von diesen zweien hier. When we have an emotion. Wenn wir eine Emotion haben. To what method does it push us? Zu welcher Methode tut es uns dann führen? Oder zu welcher Methode wollen wir eher hingehen? Gabriela?
not sure if I understood the question, but was it like the reaction you're having of fight or flight? Also ich bin mir nicht sicher, ob ich dich richtig verstanden habe, aber war es die Reaktion von entweder fliehen oder kämpfen? I guess we could talk about that. Ich denke, wir könnten auch darüber sprechen. It was not my intention. Das war aber nicht meine Absicht. What I was getting at was, let's say, I'm in a situation. Also was ich eigentlich sagen wollte ist, also nehmen wir an, ich befinde mich in einer Situation I have an emotional response. Und ich habe darauf eine emotionelle Antwort. So, and when I feel that emotion, und wenn ich diese Emotion fühle, these emotions we are feeling, will they lean us towards thinking in a simple way or in a complex manner? Und diese Information oder Emotionen, die wir haben, führen die dazu, dass wir in einer komplexen Art und Weise denken oder in einer einfachen Art und Weise. Ist das jetzt klarer? Rosie? Also ich denke, die Emotionen leiten uns dazu, dass wir in einer einfachen Art und Weise denken. Yes, a simple model. Ja, dieses einfache Modell. So we could talk now about the nature of man. Jetzt könnten wir über die Natur des Menschen sprechen. We see that emotions cause us to think in this way. Wir sehen, dass die Emotionen verursachen, dass wir in dieser Art und Weise denken. The emotions, they come and go, they're so quick. Aber Emotionen kommen und gehen, sie sind sehr schnell. And it's the struggle against our lower nature. Und das ist das Problem gegen unsere niedere Natur. To approach things not from this way, but from this way. Dass wir die Dinge nicht von dieser Art und Weise betrachten, sondern von dieser hier. We move away from a whiteboard. Und dann gehen wir ziemlich schnell weg von einer Whiteboard im Unterricht. And we go very quickly to our daily life. Und wir gehen sehr schnell zu unserem alltäglichen Leben, welches uns Stabilität gibt. Say that again. The stability, you stable? Also man ist stabil. It affects our stability. Also es tut eine Auswirkung haben auf unsere Stabilität. Also ich habe ein Verständnis, zum Beispiel von irgendetwas. Ich verstehe etwas, was auch immer. Like Gabriel says, is a threat. Und, wie Gabriela gesagt hat, es gibt eine Bedrohung. Und ich get with the stability within my life as a human. Und ich versuche mit der Stabilität in meinem Leben umzugehen als ein Mensch. Okay. You want to translate the last bit? Willst du den letzten Teil noch übersetzen? Also die Internetverbindung ist wieder sehr schlecht und es ist sehr abgehackt. We are will you pin me? Willst du mich wieder pinnen hier und so?
Okay, we will continue. Also wir werden jetzt weitermachen. So we're considering the simple and the complex. Also wir betrachten dieses Einfache und das Komplexe. And I think we can start to see. Und ich denke, wir können anfangen zu sehen, that it's our way how we approach we have in a movement. Und dass es wichtig ist zu sehen, don't look at our lines in a simple way, but in a complex way. Wie wir die Dinge in unserer Bewegung betrachten. Wir schauen es nicht von einer einfachen Art und Weise an, sondern von einer komplexen Art und Weise. Our day-to-day living. Und wir können dies auch in unserem alltäglichen Leben sehen. So we can think of it as in interpersonal relationships. Wir können auch darüber nachdenken mit zwischenmenschlichen Beziehungen. The five ways of human relationships, the 5 human relationships we have. Diese 5 unterschiedlichen menschlichen Beziehungen, die wir haben. Do we consider them in a simple way or in a complex way? Betrachten wir diese in einer einfachen Art und Weise oder in einer komplexen Art und Weise? Und wir müssen uns selber diese Fragen stellen. Es war jetzt wieder sehr abgehackt. Also das ist so, wie der menschliche Körper funktioniert. Also da gibt es Kommunikation, Kontext, emotions are created. Und Emotionen werden kreiert. So, how do we interact now with these 5 relationships? Also wie gehen wir jetzt mit diesen 5 Beziehungen um? Do we approach them from the simple way? Betrachten wir die Dinge von einer einfachen Art und Weise? Sehr direkt. All you see is all there is. Alles, was du siehst, ist alles, was da ist. Brain. Das schnelle Gehirn. Black and white thinking. Schwarz-Weiß-Denken. Or do we realize that there are more sides to it? Oder realisieren wir, dass es noch mehr Seiten dazu gibt? Humans are quite complex. Menschen sind ziemlich komplex. Our human relationships are quite complex. Und unsere menschlichen Beziehungen sind ebenfalls ziemlich komplex. And all you see is maybe not all there is. Und alles, was du siehst, ist vielleicht nicht alles, was da ist. Especially when we come to this movement. Spezifisch, wenn wir zu dieser Bewegung kommen. And when we have the message of equality. Und wenn wir die Botschaft der Gleichberechtigung haben. We know that almost everyone is traumatized from the past. Dann wissen wir, dass fast jeder von der Vergangenheit traumatisiert ist. So when you have trauma, also wenn du ein Trauma hast, it causes scars. Dann braucht es scars. So if someone cuts him or herself, dann braucht es Tücher. Also wenn man sich, you will see a scarf on the skin. Wenn man sich selber Wunden, also man hat dann. Have you ever considered what emotional scars look also like? Wenn man sich verletzt, dann hat man ja eine Wunde. Habt ihr euch jemals gefragt, wie eine emotionale Wunde aussieht? Scar tissue. Diese Narben. Also es gibt ja diese Narben. The human personality will create scar tissue. Und somit wird auch die menschliche diese menschliche Person ein Narbengewebe bilden. Wir formen Gewohnheiten grundlegend auf unserem Trauma. Now we're way off the topic. Jetzt kommen wir sehr vom Thema ab. I was reading a book. Ich hatte ein Buch gelesen. It was about daughter and mother relationships. Und darin ging es um Töchter- und Mutterbeziehungen. In relation to patriarchy. In Beziehung zum Patriarchismus. You know, mothers will teach their daughters. Weil wenn ihr das wisst, die Mütter lehren ihren Töchtern. Mothers would teach the children. Weil stereotypisch ist es ja so, dass die Mutter den Kindern das beibringt.
And girls learn from their mothers to obey patriarchy. Und Mädchen lernen von ihren Müttern, dem Patriarchismus zu gehorchen. So it was an interesting book. Also es war ein sehr interessantes Buch. And in there was a story. Und darin befand sich eine Geschichte. A parable. Ein Gleichnis. So there is a person and she has a thorn. It was a her, so I will refer to that person as a her. Also es war eine Frau. Stuck in her arm. Es war eine Frau, deswegen würde ich sagen sie. Also da war eine Dorne in ihrem Arm. And a thorn in her arm hurts. Und diese Dorne in ihrem Arm hat ihr wehgetan. So that person in a parable, she liked to go walking in the forest. Und diese Person in diesem Gleichnis mochte es, im Wald spazieren zu gehen. When she was going walking in the forest, aber wenn sie im Wald spazieren gegangen ist, leaves would touch her arm. Dann haben Blätter ihren Arm berührt. And that would hurt. Und das würde ihr wehtun. Because of the thorn in the arm. Wegen diesen Dornen in ihrem Arm. Und anstelle davon, dass sie diesen Dornen rausgenommen hat, because she didn't want to get hurt anymore. Sie wollte ja nicht mehr verletzt werden. Of dealing with the problem, also anstelle, dass sie sich um das Problem gekümmert hat, mit diesen Dornen in ihrem Arm, in a short version now, she would create her whole life. In einer kurzen Version jetzt würde sie ihr ganzes Leben she would adapt it to that pain of that thorn. Nach diesem Schmerz von dieser Dorne ausrichten. That's us. Und das sind wir. Instead of facing our traumas and dealing with it, anstelle, dass wir unseren Trauma gegenüberstellen und damit umgehen, we rather adapt our whole life to that trauma. Tun wir lieber unser ganzes Leben gemäß diesem Trauma ausrichten, nur dass wir nicht nochmal verletzt werden. Und es wäre viel besser, wenn wir mit dieser Dorne in unserem Arm umgehen würden, damit wir unser Leben wieder genießen können. So that was a very simple picture. Also das war ein sehr einfaches Bild something which becomes very complex and complicated in real life. Von etwas, was sehr komplex und kompliziert ist im echten Leben. I want to point out, aber ich möchte aufzeigen, just way too comfortable with the thorn in our arm. Dass es einfach viel zu bequem ist mit diesem Dorn in unserem Arm. Maybe sometime later we'll talk more about that. Vielleicht werden wir später noch mehr darüber sprechen. Coming back to our complex and simple method. Aber wenn wir jetzt zurückkommen zu unserer einfachen und komplizierten Methode, komplexen Methode, human relationships. Wie gehen wir unsere menschlichen Beziehungen an? Do we approach them from the simple or the complex? Gehen wir diese von einer einfachen Art und Weise an oder von einer komplexen Art und Weise? Wie gehen wir unser tägliches Leben an? This call we had since the two information streams came up. Also diesen Ruf, den wir hatten seit den 2 Informationsströmen, die aufgekommen sind. Es war wieder weg wegen der Internetverbindung. And I guess that's already where many of us fail. Und das ist bereits da, wo viele von uns fehlschlagen. I think the call is extended to not just call approach our message in a complex manner. Ich glaube, unser Ruf ist, dass wir nicht nur die Botschaft von einer komplexen Art und Weise betrachten, but every part of our lives. Sondern jeden Teil von unseres Lebens. Too quick to use the simple method. Wir sind viel zu schnell daran, diese einfache Methode zu benutzen. When it comes to our private life. Wenn es zu unserem privaten Leben kommt. About our human relationships. Wenn es um unsere menschlichen Beziehungen geht. And also, of course, when it comes to the message. Und natürlich auch, wenn es zur Botschaft kommt. Change that.
Aber wir müssen dies ändern, if we want to grow up. wenn wir wachsen But möchten. what were we taught Aber was wurden wir in the gelernt Adventist church growing up? in der Adventgemeinde? What were we taught? Was wurde uns gelehrt? Gabriela? We were taught a simple reality of life, for instance. Uns wurde unsere einfache Realität des Lebens beigebracht zum Beispiel. Where even with the Bible, everything is simple just because Jesus loves you and he saves and he forgives and that's it. Und wo auch mit der Bibel, sogar mit der Bibel, alles einfach betrachten wird. Jesus liebt dich, er rettet dich und ist für dich da. Er liebt dich, er vergibt dich und er rettet dich. So, since we're running a bit out of time, also weil wir keine Zeit jetzt mehr haben, we see that from we grow up thinking that all it matters is to be a child. Also wir wachsen eigentlich auf und denken, alles was es wichtig ist, dass wir wie ein Kind sind. Because the gospel is so simple that a child can understand it. Weil das Evangelium ist so einfach, dass jedes Kind es verstehen Children kann. have this faith, Kinder haben diesen Glauben and they're pure. und sie sind rein. Therefore, we need to be like children. Und somit müssen wir wie Kinder sein. But we know from Paul, aber wir wissen von Paulus, that we need to have for faith. Dass wir erwachsen werden müssen. And it's not something which the Adventist Church considers to be desirable. Und die Adventgemeinde sagt nicht, dass das etwas ist, was erstrebenswert ist. And I guess that's their conclusion because of their simple way of Und ich denke, things. Das ist die Schlussfolgerung wegen der Art und Weise, wie man die Sache angeht. Einfach. Like children. Unser Ruf ist es nicht, dass wir so sind wie Kinder. Our call is to be as adults. Unser Ruf ist, dass wir erwachsen sind. Adults, und obwohl wir Erwachsene sind, we haven't put away our childish things. Haben wir noch nicht unsere kindischen Dinge weggetan. So for me, I think that was a very fundamental challenge when the midnight cry came. Und für mich war das eine sehr fundamentale Veränderung, als der Mitternachtsruf gekommen ist. What method do we see? Welche Methode sehen wir? What method do we adopt? Welche Methode nehmen wir an? And as Gail pointed out back then, und als Gail damals gezeigt hat, wird unser Verhalten dementsprechend sein. Jetzt werde ich mit einem Gebet abschließen. Almighty God, allmächtiger Gott, we thank you that you've led us so far. Wir danken dir, dass du uns so weit geleitet hast. We thank you for the midnight cry. Wir danken dir für den Mitternachtsruf, which has given us so much. Der uns so viel gegeben hat. And though it feels like we are in a who are we? Und wo wir uns jetzt in einer Identitätskrise befinden und nicht wissen, wer wir sind und was unsere Arbeit ist, dann bitte hilf uns, dass wir nicht dich verlieren. Du hast uns so weit geführt und du hast einen Grund und Ziel. Of us has had this privilege
to listen to this message. Danke, dass wir dieses Privileg haben, dieser Botschaft zuzuhören. A privilege which so many will not have. Ein Privileg, das so viele nicht haben werden. Und bitte hilf uns, dass wir mit dieser Botschaft wachsen. Into a character which will resemble you. In einen Charakter, der dich widerspiegelt. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.